Das da vorne sieht ehrlich gesagt nicht so ganz gewollt aus. Das sieht nicht so aus, wie das gehört. Ich glaube, da ist gerade irgendwie eine Raffinerie am Abfackeln. Richtig fette Rauchwolken ziehen im Moment relativ straight quasi nach oben. Okay, irgendwie, wir haben uns für eine Abkürzung entschieden, war klar. Und war auch auf Maps.me, dass hier ein Hotel ist, aber irgendwie dachte ich, dass man da dann halt einfach an diesem Hotel vorbeifährt, aber es ist halt irgendwie ein riesengroßes Areal und die Straße gehört zum Hotel. Und wir dürfen da jetzt nicht durchfahren, wir haben ja irgendwie alles probiert. Und ja, das Problem ist, wir müssen 9 Kilometer zurückfahren. Und dann halt auf der anderen Straße auch quasi diese 9 Kilometer nochmal fahren, also 18 Kilometer mehr. Und für heute hatten wir sowieso schon eine Etappe von 60 Kilometern vor uns, was wir so gerade eben geschafft hätten. Aber jetzt quasi 18 Kilometer mehr sind halt 80 Kilometer. Das schaffen wir auf gar keinen Fall und vorher ist kein anderes Hotel. Das ist ein bisschen scheiße. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. In dem Hotel übernachtet. Ja, das Problem ist, ich habe ihn ja gerade gefragt, wenn wir jetzt irgendwie hier auf Booking oder so eine Reservierung machen würden, sagte, wir kommen hier auch nicht durch. Interessant. Können wir mit seinem Chef sprechen? Nee, habe ich ja schon gefragt. Ein Wunder geschah. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Wir standen da und haben noch ein bisschen Pause gemacht, weil Kira kurze Pause gebracht hat und auf einmal... Ich habe die auf Instagram verlinkt. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. Und die verlinkt und gesagt, dass sie uns doch bitte durchlassen soll. Aha. Und kurz darauf hat der Typ dann gesagt, so, okay, jetzt dürft ihr durchfahren. Das ist die Kraft vom Internet. Sehr geil. Mit einer Eskorte. Adiós, gracias. Hasta luego. Yeah! Geschafft. Meine Güte, ey, das sind immer Nummern irgendwie. Also sowas bescheuert. Das sah echt super aus, die Straße auf Maps.me und auch in echt irgendwie. Einfach gerade und ruhig, nichts los. Dann fährst du da 9 Kilometer knapp, ja 10 Kilometer knapp. Auf einmal ist da eine verdammte Schranke und ein Typ, der sagt, du darfst hier nicht durch, das ist ein Hotel. Aber schlussendlich hat es geklappt. Bisschen Zeit verloren. Aber wir sind heute auch früh losgefahren, von daher kriegen wir das schon hin. Na, Jackpot. Gar nicht schlecht. Mittagessen ist schon serviert. Guacamole und Pommes. Ja, die Etappe ist heute lang, haben wir schon erzählt, 60 Kilometer. Und weil wir so viel Zeit auch verloren haben mit den ganzen Schränkernummer da, haben wir auf jeden Fall, jetzt ist 11 Uhr, es
hat angefangen heiß zu werden. Kira ist wach geworden, sie bräuchte eine Pause. Und dann hier an der Küste gibt es ganz viele solche Hütten, solche überdachten Hütten, heißen die Palapas. Und man kann sie mieten und da einen ganzen Tag verbringen, schwimmen gehen. Es funktionieren alle unterschiedlich. Die hier funktioniert so. Man muss für 150 Peso pro Person hier was essen oder trinken und dann kann man hier alles benutzen, was hier bei dieser Palapas-Geschichte gibt. Es gibt sogar einen Pool. Mehr, genau, mehr haben wir auch. 150 Peso sind ungefähr 6 Euro. 6 Euro! Und hier verbringen wir Mittagshitze. Und nachher um 4 Uhr düsen wir weiter. Haben wir jetzt die Hälfte geschafft und die weitere Hälfte steht für uns vor. Halb 4, sehr schöne Zeit hier verbracht oder verbringen immer noch. Es ist recht sonnig, der Himmel ist blau, schwimmen gewesen, was gegessen, getrunken und jetzt wurde Michael noch eingeladen, eine Bootstour zu machen. You have to cycle afterwards 30 kilometers. Papa поехал кататься на лодке. Sehr gefällt. Wir übernachten heute hier. Ja, genau. Kurz vor 6. Wir sind um 5 losgefahren. Jetzt sind das nur 9 Kilometer, knapp 9 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Es ist echt viel angenehmer. Die Sonne geht nach mehr und mehr runter, beziehungsweise knallt sowieso auch schon nicht mehr so. Und mit dem Wind, mit so einer schönen Brise von dem Meer, perfekt. Ich würde sagen, eine halbe Stunde, dann unsere Mission für heute ist erfüllt. Hallo, können wir ein kleines Interview mit Ihnen führen? Wenn es sein muss. Wie war das heute, 60 Kilometer mit einem schweren betragtem Rad und Anhänger zu fahren? Besser als erwartet eigentlich, muss ich sagen. Also schon irgendwie ein verrückter Tag halt, insbesondere heute Morgen mit dem Hotel irgendwie. Das war alles ziemlich durcheinander und da hatten wir dann kurzzeitig irgendwie gedacht, dass wir 20 Kilometer mehr fahren müssen oder so. 80 insgesamt. Insgesamt 80, was halt wirklich nicht drin gewesen wäre. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das wäre nicht drin gewesen. Aber dass wir das so aufgeteilt haben, war ziemlich gut. Morgens halt... Ja, was hast du da? Käfer. Morgens halt... morgens... wie viel sind wir heute Morgen gefahren? 35? Ja. 35 und jetzt halt nochmal 30. Das war gut. Schöne Pause haben wir auch gemacht. Von daher war das schon gut aufgeteilt, würde ich sagen. Können wir nochmal machen. War gut so, ja. Ja. Jetzt Hotel, Dusche und ab ins Bett. Oh, Kiro haben wir echt am Strand kaputt gespielt, die schläft immer. Guten Abend. Wir haben heute
gar nicht gefilmt. Wir waren auch wirklich ein bisschen erschöpft von der Etappe gestern und heute wieder gut 40 Kilometer gefahren. Ich glaube sogar 45 Kilometer. Wir sind jetzt in der Stadt Isla Aguada und auf diesem Campingplatz kann man eigentlich sagen gelandet. Also Hotel plus Campingplatz. Wir werden hier gleich das Zelt aufbauen. Wieder ein richtig, richtig schöner Ort. Direkt am Meer. Das ist hier so eine Lagune quasi. Ist gar nicht. So, kommen wir hier raus. Sehr gut. Boah, sieht einfach echt richtig genial aus. Direkt am Wasser. Genau, das hier ist so eine riesengroße Lagune. Das geht so 20 Kilometer ungefähr rein. Das Meer ist quasi in die Richtung. Da geht die Sonne gleich wieder unter. Sieht man überhaupt nichts. Vorne ist auch eine Brücke. Da fahren wir morgen rüber. 3 Kilometer Brücke. Und dann sind wir auf so einer ganz lang gezogenen Insel irgendwie, die hier so an dieser Lagune, diese Lagune quasi so abriegelt, sage ich mal. Die Karte wird jetzt hier eingeblendet, damit ihr das versteht. Und dann geht es morgen nach Ciudad del Carmen. Das ist wohl irgendwie eine recht moderne Stadt, irgendwie so wie wir das verstanden haben, die vor allem irgendwie viel Geld durch die Ölindustrie bekommen hat oder auch nach wie vor bekommt. Das hört sich ganz interessant an. Das werden wir morgen dann näher erkunden und euch auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt auf jeden Fall die zweite Nacht mit Kira im Zelt angesagt. Deswegen bauen wir hier das Zelt auf, 250 Pesos die Nacht, also 10 Euro. Das hört sich schon sehr viel besser an. Und jetzt seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit, glaube ich, seit sehr vielen Videos, das erste Mal wieder ein Timelapse, wie ich das Zelt aufbaue. Richtig cool. Nach dem Zelt war ganz okay, sagen wir mal. Es war auf jeden Fall ganz schön warm. Eigentlich die ganze Nacht, irgendwann so um 4 oder so, ist es dann so weit abgekühlt, dass es wirklich angenehm war. Dass man eventuell vielleicht eine Zudecke gebraucht hätte sogar. Aber eigentlich auch nicht. Davor war es für Kira wahrscheinlich ganz angenehm. Schön mollig warm. Für uns ein bisschen zu warm. Und ich denke, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Zelt. Ein größeres Zelt. Das würde schon gut ein bisschen was ausmachen. Einfach um ein bisschen mehr Luft zur Verfügung zu haben, also ein bisschen luftiger. Dass sich die Wärme besser verteilt und nicht so aufstaut. Und wir müssen vielleicht noch ein kleines bisschen abwarten. Entweder bis es halt kühler wird oder bis wir in die Berge kommen.
sodass es nachts auch einfach ein bisschen kälter ist. Das wäre schon ganz gut. Problem hier in Mexiko ist halt, du kannst halt hier nicht so leicht irgendwie an ein geiles Zelt rankommen. Da wollen wir natürlich schon was Vernünftiges, haben sogar schon ein paar Zelte in Aussicht. Welches genau es werden soll, wissen wir jetzt noch nicht. Wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht kriegen wir das irgendwie über Amazon.com, beziehungsweise Amazon in Mexiko gibt es auch. Da gibt es manchmal was, aber nicht immer. Und Alternative wäre halt, Olgas Mama kommt im Dezember hier nach Mexiko höchstwahrscheinlich und wird uns besuchen. Also in 2 Monaten ungefähr. Die könnte das dann vielleicht mitbringen. Wäre cool. Größeres Zelt. Wäre sehr, sehr cool. Schauen wir mal. Wir nähern uns jetzt Ciudad del Carmen, noch 20 Kilometer. Und hier im Meer sieht man jetzt die ersten Ölplattformen. Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 13 Ölplattformen sehe ich hier jetzt schon so von der Küste aus. Weiter ins Meer hinein gibt es mit Sicherheit noch einige mehr. Kurze Pause und dann geht es gleich auf die finalen 20 Kilometer. Hoffentlich dann in einem Stück nach Ciudad del Carmen. Boah, war schon wieder eine aufregende Reinfahrt, finde ich. Mit einem kleinen Kind jetzt in der Stadt immer einzufahren, finde ich stressiger als davor. Weil jede Ampel, wo man steht, denkt man, dass die jetzt aufwacht und die Autos und das sammelt sich alles, das ist natürlich schon laut. Wo ist sie ja nicht? Nee, ist sie nicht aufgewacht. Das finde ich echt ein Wunder. Die ist jetzt erst hier aufgewacht, als wir im Restaurant ankamen. Sehr gut, genau. Wir entdecken jetzt die kulinarische Seite erstmal von Ciudad del Carmen. Es gibt hier einige vegane Restaurants tatsächlich. 3 komplett vegane Restaurants. Sehr, sehr cool. Spannende Stadt. Jetzt essen wir und dann geht's ins Hotel und dann gucken wir uns irgendwie heute Abend und morgen ein bisschen die Stadt an. Voilà, unsere Gemächer für die nächsten 2 Nächte. Super. Sieht gut aus. Jetzt ist Nachmittag. Wir machen einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Gehen jetzt zur Promenade. Davor war ich auch schon kurz in der Stadt
ein paar Sachen besorgen, zur Wäscherei gelaufen. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es eine mehr oder weniger moderne Stadt, oder die Stadt wurde vor 50 Jahren irgendwie erbaut, schon jetzt etwa untergekommen und auf jeden Fall nicht so historisch. Bis daher, war ganz nett, die Häuser sind bunt angemalt, aber irgendwie bis jetzt bin ich noch nicht so richtig warm mit der Stadt geworden. Aber die Promenade sieht ganz nett aus. Das ist, glaube ich, wirklich nichts Besonderes irgendwie. Ja, als wir so reingefahren sind, waren halt super viele Supermärkte und Einkaufszentren und so, und später irgendwie auch noch viele Häuser mit so Stacheldraht, Wänden und so weiter, irgendwie als wenn die Leute alle irgendwie Angst voreinander haben. Keine Ahnung. Ja, aber hier sieht es eigentlich ganz cool aus. Da hinten ist auf jeden Fall ein großer Hafen. Das ist natürlich halt die Ölindustrie, die hier das Geld hergebracht hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei, der Boom. Das war also vor 20, 30 Jahren, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Jetzt geht es so ein bisschen langsam den Berg herunter. Cremita de coco. Es como un manjar. Es como un dulce, una gelatina. Además que con coco. ¿De coco o de piña? No, coco. Lleva leche de coco, maicena, azúcar y la pintura que usa el merengue de pastel. Ah, okay. Möchtest du sowas? Okay. Ja, jetzt sind wir schon auf dem Weg zurück ins Hotel, machen wir uns Abendessen. Was meinst du von der Stadt? Wie ist dein Eindruck? Ja, schon ziemlich busy. Schon halt viele Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten irgendwie. Aber ja, weiß ich nicht, jetzt nichts Besonderes irgendwie. Also ich habe mir eigentlich war Ciudad del Carmen doch schon eins der größeren Ziele irgendwie so auf der Route. Ich habe schon irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ist eigentlich so eine normale Stadt irgendwie, ja. Ja, Wir gucken morgen noch mal ein bisschen mehr, vielleicht noch mal einen längeren Spaziergang. Ja. Und das größte Enttäuschung ist, dass die vegane Restaurantszene angeht. Und zwar, es gab wohl 3 komplett vegane Restaurants hier. Und wie sich das rausgestellt haben, 1 ist jetzt dicht und 2, es ist ein Laden, was irgendwie gleiches Laden ist, aber 2 Restaurants sind. Vormittags ist es ein Restaurant, heißt anders, und nachmittags ein anderes Restaurant, heißt wieder anders. Deswegen gibt es nur ein Restaurant. Aber gut, wir können halt abends nochmal die Karte dann auschecken. Ich denke, morgen Abend gehen wir da vielleicht schon hin oder morgen Nachmittag oder sowas. Ja. Na, so wird unser Abendessen vorbereitet. Auf dem Hotelparkplatz. Es gibt Auberginenburger. Streetfood auf jeden Fall.
Okay, wir packen jetzt gerade noch ein paar Sachen zusammen, denn wir machen jetzt abends eine kleine Radtour. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg zu der Nordpromenade und da warten irgendwie anscheinend ein paar Leute auf uns, denn die Restaurantbesitzerin von gestern, von dem veganen Restaurant, wo wir zu Mittag gegessen haben, die hat uns auf Instagram kontaktiert und gefragt, ob wir nicht Lust haben, eine kleine Tour abends durch die Stadt zu machen. Weiter geht's. Eine kleine Tour abends durch die Stadt zu machen. Irgendwie mit den Veganern und den Fahrradfahrern aus Ciudad del Carmen. Kein Plan, wie viele Leute da jetzt gleich sind. Ich denke mal nicht so viele, aber dann werden wir irgendwie da an der Nordpromenade ein bisschen entlang fahren. Kleine Radtour durch die Stadt machen. Super. Schauen wir. Richtig schön gewesen gestern. Man hat so sehr gespürt, wie die Leute wirklich uns vom Herzen willkommen geheißen haben. Und Eli hat extra so einen riesengroßen Kuchen für alle gebacken. Wir haben 2 Stücke Kuchen gegessen gestern Abend und der war so lecker mit Schokolade und so einer Schokocreme aus Avocado obendrauf. So Früchte, irgendwie so eine Beerenmischung. Das war richtig lecker und die Tour war auch richtig cool. An der Nordküste entlang, quasi an der Promenade am Nordstrand entlang. Das war auch ziemlich cool, ganz schön lang. Das Teil irgendwie 5 Kilometer oder sowas, glaube ich, ist das schon gewesen. Quasi einmal hin und wieder zurück. Gut, und jetzt kauft Olga auf jeden Fall gerade noch ein bisschen Wasser ein und dann geht's jetzt los. Erste Etappe, erste Station quasi, die große Brücke. Ich glaube irgendwie 3-4 Kilometer. Gucken wir mal, dass wir da schnell rüberkommen. Also das da vorne, sieht ehrlich gesagt nicht so ganz gewollt aus. Das sieht nicht so aus, wie das gehört. Ich glaube, da ist gerade irgendwie eine Raffinerie am Abfackeln. Richtig fette Rauchwolken ziehen im Moment relativ straight quasi nach oben. Also ich denke, Luftqualität sollte passen, aber wir fahren da schon mehr oder weniger so ein bisschen drauf zu. Also wir nähern uns dem Ganzen jetzt, aber wir fahren da quasi schon dran vorbei. Also in sehr großem Abstand. Boah, es sieht echt krass aus. Hoffentlich ist da nichts allzu Schlimmes passiert. Hoffentlich sind alle in Sicherheit. So zwischen den Bäumen hier kann man immer mal wieder durchgucken. Boah, sieht sehr krass aus. What the fuck, das sieht sowas von krass aus. Und Olga hat Neuigkeiten für uns. Ja, ich habe am Straßenrand der wohnenden Mann gefragt, ob das heute ein Problem da ist, ob eine Feuer gibt. Und er meinte, nein, das ist eine mexikanische Ölraffinerie und so brennt es. Stolz hat er gesagt, so brennt es todo el día, todo el noche. Es brennt Tag und Nacht so. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Das ist sowas von krank. Das ist sowas von krank. Oh mein Gott.
Echt. Ey, das ist eine riesengroße Abgaswolke. Man sieht das auf der Kamera, glaube ich, gar nicht. Das ist riesig. Das ist sowas von fucking unfassbar. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also wir sind im Iran, in Aserbaidschan sind wir auch durch richtig fette Ölgebiete gefahren. Vor allem im Iran. Da sind wir, oder durch das größte Gasvorkommen quasi im Persischen Golf, da sind wir entlang der Küste gefahren. Und da war auch einiges an Raffinerien und einiges an krassen Schornsteinen und so weiter. Aber so heftig. Also das ist halt auch eine Seite der Medaille. Auf unserer Reise sehen wir halt, wie die Welt funktioniert, wie die Welt wirklich aussieht. Und das ist nicht alles immer nur schön und wundervoll und super. Es gibt auch viele Sachen auf unserem Planeten, die richtig scheiße sind, wo wirklich richtig große Schäden angerichtet werden, für die unsere Nachfolgegenerationen noch lange, lange bezahlen müssen, noch lange, lange dagegen ankämpfen müssen, noch lange, lange, wenn wir alle schon gestorben sind, das Ganze wieder versuchen irgendwie aufzuräumen. Und ich meine, so eine Kacke hier ist doch definitiv eine von diesen Dingen. Es kann doch nicht sein, dass wir, um ein bisschen Öl zu bekommen, unseren Planeten so sehr zerstören. Ich will da jetzt keine große Diskussion los. Einmal kurz die Kamera gewechselt, der Akku war leer. Also bleibt entspannt in den Kommentaren. Aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu, wie ihr das Ganze so seht. Ob das wirklich ein vertretbarer Status quo ist oder ob es nicht vielleicht doch wirklich eines großen Wechsels bedarf, eines großen Wechsels in unserem alltäglichen Leben, in unserer Denkweise, in unserer Art und Weise, wie wir konsumieren, in unserer Art und Weise, wie wir den Planeten wirklich ausbeuten, in unserer Art und Weise, wie Politik und Wirtschaft gemacht wird. Würde mich interessieren, was ihr dazu meint. Aber bleibt bitte sachlich. Ui. Das war mal eine Nacht. Nicht so gut. Ah ja, übrigens, ich habe mich rasiert. Erstmal kurz hier rauskommen. Okay. Gestern Nacht um 11 oder so ist dann irgendwie hier der Ehemann zurückgekommen von der Besitzerin, und der war lattenstramm. Ist dann bei uns irgendwie ins Zimmer gekommen. Ich war da irgendwie gerade an der Tür und konnte den da irgendwie dann direkt wieder rauswerfen. Aber danach hat er hier rumgeschrien wie sonst was. Und keine Ahnung, mit seiner Frau irgendwie hin und her geredet, gestritten, was weiß ich. Das war richtig scheiße. Irgendwann ging es dann aber, irgendwann ist er dann irgendwie schlafen gegangen. Und dann hat es um 2 oder 3 Uhr nachts richtig heftig angefangen zu gewittern. Die Straßen hier sind immer noch unter Wasser. Boah, es hat so doll geregnet, so laut gedonnert, konnten wir überhaupt nicht schlafen. Kira hat spannenderweise gar nichts davon mitbekommen. Einfach durchgeschlafen. Boah, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier lang fahren. Ist schon ein bisschen tief. Aber dafür ist Kira dann irgendwie um 4 Uhr oder so aufgewacht und war eine Stunde wach.
konnte nicht schlafen. Und ja, jetzt ist es 7:30. Wir düsen los. Ich weiß nicht, um 6:30 oder so sind wir dann irgendwie aufgestanden. Mehr oder weniger ausgeschlafen. Wie sieht es bei dir aus? Oh, bei mir waren noch die Mücken dran. Ich weiß Ja, nicht, wieso dich die Mücken nicht angefasst haben. Bei mir war noch ein Faktor mehr. Über die Kira haben wir unsere Fliegegitter gespannt. Das war gut, da hatte ich mindestens Sorgen um sie nicht. Aber mich haben sie einfach gestochen und ich musste, ja, ich habe mich gewälzt und gekratzt. Buenos dias. Oh, da vorne ist richtig gut unter Wasser. Ja, wir können hier rechts fahren, glaube ich. Ja, hier sieht ihr das. Und damit haben wir auch schon den nächsten Bundesstaat durchquert. Wir sind an der Grenze von Campeche zu Tabasco, dem nächsten Bundesstaat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir da die weltbekannte Tabasco-Soße finden werden. Hola, ¿qué tal? Und das werden wir auf jeden Fall im nächsten Video rausfinden. Wenn ihr dabei sein wollt, nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und wie immer gerne einen Kommentar schreiben. Da vorne ist das Schild. Bienvenidos a Tabasco. Hasta luego. Adios, wir sehen uns in Tabasco.